Heute bringen wir unsere Wandverkleidung im Badezimmer an. Geht das überhaupt in der Dusche? Wie macht man das überhaupt mit den Manschetten und was ist da mit Abdichtung? Wir zeigen euch alles, worauf ihr achten müsst. Let's go! Ja, moin und willkommen bei Planeo. Ich bin André, das ist Jonas. Der wird heute die Arbeit machen. Ich werde wieder nur daneben stehen. Wir sind hier in einem Badezimmer, wo wir schon das Fischgrätparkett gelegt haben. Und hier wollen wir heute Strongwall verarbeiten. Das wird ganz interessant. Das heißt, hier Duschbereich kommen 2 große Strongwall-Platten ran. Und dann werden wir hier an der Strongwall anschließen und so einen Sockelbereich mit den kleineren Platten dann machen. Da kommt natürlich einiges auf uns zu. Ne? Die Anschlüsse hier schön ausschnibbeln, alles auf Höhe schön ausmessen, dass es gleichmäßig ist, Steckdosen und so weiter. Ich werde euch alles natürlich zeigen, Schritt für Schritt. Und ja, ich mache gar nichts, er macht alles. Von daher viel Spaß beim Zuschauen. Auf geht's! Wir messen jetzt die Höhe der Dusche und gucken, auf welche Länge wir die Strongwall kürzen müssen. 2,50 haben wir hier. Ja, ein bisschen. Aber 2,50 machen wir, das wird dann passen. 2,50. Genau, wir werden jetzt die ganzen Platten auf 2,50 zurechtsägen und dann kleben wir die hier ein. Ja, ausgemessen haben wir 2,50 Meter Höhe. Sägen wird Jonas jetzt. Dazu wird er die Handkreissäge nehmen. Vom Sägeblatt her einen Wechselzahn oder einen Hohldachzahn könnt ihr da nehmen für solche Platten. Wir haben jetzt hier einen Wechselzahn, 30, 40 Zähne, nicht zu fein. Machen wir es hier mit Schiene, damit wir einen schönen geraden, sauberen Schnitt haben. Werden jetzt auch hier von hinten sägen, damit das Sägeblatt, was sich jetzt ja gleich so dreht, schön die Zähne immer von hier so reingreifen. Die Dekorseite, die bleibt dann schön scharfkantig. Ja, auch wenn das Sägeblatt mal ein bisschen stumpfer ist, kriegt man eigentlich trotzdem noch einen recht schönen Schnitt hin. In unserem anderen Video, was wir von der Strongwall haben, ist auch ein Badezimmer. Da habe ich von beiden Seiten gesägt und der Sägeschnitt sah von beiden Seiten gleich gut aus. Ja, aber in der Regel, wenn ihr zum Beispiel ein Echtholzfurnier habt oder wenn ihr Massivholz habt irgendwie, dann ist es schon so, dass das Sägeblatt, wenn es von unten greift, dass da der schönere Sägeschnitt bei rauskommt. Bei Kunststoffprodukten ist das jetzt gar nicht so wild. Ja, dann mit einer Hand ein bisschen festhalten, dass du beim Schieben nicht verrutscht und dann schön einen durchjagen. Schön einen durchjagen. Mhm. Ja, jetzt kann man hier eigentlich auch ganz gut sehen. Ich weiß aus Erfahrung, das Sägeblatt ist nicht mehr das schärfste, aber trotzdem ist das ein richtig schöner, sauberer Schnitt, den wir hier haben. Das ist das Dekor Medica. Könnt ihr einfach mal bei uns im Shop gucken. Sieht sehr, sehr schön aus. Und hier nochmal so schön in großer Fläche. Diese Betonoptik haben die da eigentlich sehr gut hingekriegt, das hier nachzuahmen. Gibt es groß und in klein. Einfach mal gucken. Holt euch ein kostenloses Muster. Stimmt, Muster. Könnt ihr das mal zu Hause dran halten, ob das zu euren Sachen passt. Das hat ein schlauer Kerl, ne? Genau, ja, sehr gut. Und dann so noch, ja, perfekt. Guck mal, hab ich nicht gemessen wie ein Profi. So, hast du hervorragend gemacht. Jetzt drehst du es um und guckst da einmal an die Wand. Jetzt wollen wir aber ganz kurz gucken. Oh, guckt euch das an. Ja, gelernter Schlachter und so genau zugeschnitten. Das ist wirklich, also das hat er sehr, sehr, sehr gut gemacht. So wie wir die hier zugeschnitten haben, werden wir die andere auch gleich zuschneiden. Das heißt, wir gehen uns dann auch sicher, das passt dann hier schön rein. Die Anschlüsse werden wir uns dann gleich einmal sauber ausmessen. Und dann, genau, hier die Löcher reinbohren. Wir werden jetzt erstmal diese hier fertig machen, das ist der Fummelkram. Und die zweite, die stoßen wir dann da nachher einfach gegen. Wie ist das jetzt, wegen welche Kante passt? Achso, genau, das können wir auch gleich mal eben klären. Denn ihr müsst aufpassen, ihr könnt diese kleinen auch mit dieser großen kombinieren. Sieht man ja sehr schön. Aber es passt immer nur eine Seite. Und die Längsseite auch. Die sollte gleich sein. Das heißt, die Seite könnte man anstoßen, wenn man will. Gut, du hast hier, die geht nicht ran. Du kannst diese Seite hier nicht mit kombinieren, weil diese Fuge hier, die ist nicht zu. Die bleibt dann auf. Nur um das einmal ganz kurz deutlich zu machen. Die großen könnt ihr immer aneinander stückeln, so wie ihr wollt. Das ist eigentlich kein Problem. Aber wenn ihr groß mit klein kombiniert, dann geht es nur so, dass ihr die kleinen nicht an die Federseite der großen ranstückeln könnt, sondern ihr könnt die kleinen nur an der Nutseite dran stoßen. Andersrum geht es halt nicht. Ne? Denkt daran, ne? Weil wir wollen ja nachher hier mit dem Sockel weitergehen und da mit dem Sockel weitergehen. Das heißt, wir müssen beide Federseiten müssen gleich in der Ecke sein.
Sonst kommen wir nicht weiter. Sonst haben wir ein Problem, auf der Seite nachher anzustoßen. Das heißt, wir müssen die eine Platte nachher auf den Kopf drehen. Deswegen, da muss man schon im Vorhinein ein bisschen mitdenken. Ja, hat der Jonas aber ja gut gemacht. Das heißt, du kannst jetzt ausmessen. 64, 6, 80, 2. Ist jeweils die Mitte von dem Rohr. So, und jetzt brauchst du noch die Höhe. 1 oder 2 mm. Jetzt schieben wir es ein bisschen nach oben. Nur, dass du das vielleicht mit einberechnest. Von der Feder hier macht er jetzt seinen ersten Strich bei 64,6 und den zweiten bei 80,2. Und dann nehmen wir hier die Höhe von 93 bei dem ersten und 93,2. Ganz kleines bisschen. Jonas hat das jetzt hier ausgemessen. Ihr müsst hier ein bisschen drauf achten. Guck mal eben hier. Diese Anschlüsse, die haben ja so einen kleinen Knick. Das heißt, wir müssten ja hier nachher raufstecken, die Platte, und dann geht das so ein bisschen nach unten runter. Hier bei der Größe dieses Loches, was ihr hier schneidet, da müsst ihr schon möglichst klein das bohren. Weil wenn ihr das Loch hier zu groß habt und ihr steckt das dann drauf, dann ist ja die Größe von diesem Loch, rutscht dann ja hier unten runter. Aber eure Abdeckung von der Dusche, die sitzt hier oben. Das heißt, ihr habt hier eigentlich eure Manschette, die hier sitzt. Aber das Loch ist ja hier unten. Und wenn ihr das zu groß bohrt, dieses Loch, dann deckt diese Manschette, die hier rumgeht, die deckt das dann nachher hier unten nicht mehr ab. Dann habt ihr hier eine Lücke von diesem Loch, von dem Bohrloch. Deswegen dieses hier möglichst klein bohren. Wir müssen jetzt hier auf 35 mm gehen. Das geht auch nicht anders, weil sonst kommen wir hier nicht mehr rüber. Und ja, wir wollen jetzt halt hier nicht komplett Wasser abstellen und so weiter. Ne? Deswegen müssen wir hier einen 35er nehmen. Und dann werden wir jetzt hier gerade so rüber zwängen und dann da runter drücken. Muss halt passen. Ne? Jonas hat schön die Mitte ausgemessen. Ist eigentlich auch richtig. Und was wollen wir jetzt hier erreichen? Damit wir wirklich auf Nummer sicher gehen, dass diese Manschette hier nachher auch wirklich abdeckt, bohren wir jetzt nicht das mittige Loch mit 35, weil dann geht das Loch nachher irgendwo bis hier. Das wollen wir ja nicht. Sondern wir werden das Loch ein bisschen weiter oben bohren. Man sieht das auch hier sehr gut, ne? Hier ist das Loch theoretisch, aber hier ist nachher die Manschette, die ja abdeckt. Und wir dürfen jetzt hier nicht einfach 35 bohren und dann geht das Loch bis nach da, sondern wir müssen das so bohren, dass wir hier rüberkommen, aber hier nur ganz knapp sind und hier dann nachher halt mehr Luft haben. Das heißt, wir müssen jetzt ja das Loch hier so ein bisschen so schräg da so hochziehen. Deswegen machen wir das Loch jetzt nicht hier, sondern wir wollen das Loch jetzt eigentlich so ein bisschen schräg nach da oben und nehmen uns hier so einen Zentimeter und bohren das halt dahin. Das kommt jetzt auch nicht auf einen Millimeter drauf an, ne? So. So, jetzt einmal wegnehmen. Hast du getroffen? Sieht das gut aus? Sieht gut aus. Genau. Das kannst du hier mit der rechten Hand einfach so ein bisschen hinterhalten. Den Rest da durchbohren. Zack. So. Sehr gut. Jetzt musst du da noch ein bisschen hoch. Du klemmst meinen Finger ein. Oh, sorry. Oh, sehr gut. Das hat der Jonas nämlich schon hervorragend gemacht. Da geben wir uns nachher auch sicher, dass das richtig schön abdeckt. Hier ist es ein ganz kleines bisschen zu stramm. Das heißt, wir werden das hier gleich noch so ein bisschen nachfiddeln, dass das dann hier auch ist. Aber auch das wird dann nachher schön abdecken. Das hat er sehr gut gemacht. Ja, Platte, wie gesagt, passt ja eigentlich wunderbar. Links haben wir ein bisschen Luft, rechts steht er auf und sie ist dann halt dadurch auch insgesamt noch ein bisschen zu lang. Das heißt, wir werden noch einmal nach draußen gehen, werden hier noch ein bisschen abschnibbeln, leicht schräg, weil wir da sowieso schon Luft haben. Genau, das machen wir noch mal eben, aber dann passt die schon wunderbar. Dann brauchen wir wahrscheinlich auch hier gar nicht mehr nachschneiden, weil sie ja gleich noch ein bisschen runterkommt, weil wir unten was wegsägen. Ja, perfekt. Ja, ne? Und da musst du halt gucken, dass du jetzt da wieder auf den Strich kommst. Bombe. Sehr schön. Ja.
wir haben ja ein bisschen Spiel. Ne? Wir könnten ja hier ein bisschen schief kommen. Deswegen beim Kleben achten wir gleich schon drauf, dass wir die gerade machen. Aber ja, wir müssen jetzt hier nichts groß anpassen. Beschmieren wir die Platte lieber mit Kleber oder die Wand? Ich würde sagen die Wand. Dann mach das. Ist okay. Dann machen wir das. Dann mach doch mal. Genau, Jonas macht sich jetzt gleich eine Markierung, dass er weiß, wie weit den Kleber. In der Zeit, wo Jonas den Kleber aufträgt, erzähle ich auch noch ein bisschen was zum Untergrund gleich. Wichtig ist auch, wenn zum Beispiel das schon eure Außenkante ist, weil da eure Abdeckschiene oder Abschlussschiene draufkommt und ihr die auch erst hinterher rauf machen wollt, dann müsst ihr immer dran denken, euer Strich ist schön, aber den Kleber dürft ihr nicht bis hier vorne dann angeben. Wenn hier jetzt die Schiene drauf käme, dann nicht bis hier vorne den Kleber, sondern erstmal nur bis da. Wenn ihr so vorgeht und ihr die Platte draufklebt, weil ihr die Schiene erst später raufdrücken wollt, dann darf ja hier kein Kleber sein, denn sonst kriegt ihr die Schiene dann nicht mehr drauf gedrückt. Deswegen müsst ihr da schon drauf achten, dann würde ich hier so 5 cm von abbleiben, hier den Kleber machen, dass hier das noch frei bleibt, damit man im Nachhinein die Schiene dann noch mit Kleber draufdrücken kann. Ist natürlich auch, wie geht ihr vor? Vielleicht macht ihr die Schiene auch schon gleich mit fertig. Dann ist das natürlich wieder ganz anders, dann könnt ihr das gleich fertig machen. Ne? Aber hier wird es so sein, weil man wusste noch nicht, welche Schienenfarbe wollen wir haben, welche Schienenart wollen wir haben. Das heißt, wir werden hier morgen erst die Schienen draufsetzen. Und da ist es dann später für uns wichtig, das ist noch nicht unsere Endkante. Unsere Endkante wird nachher hier irgendwo sein, aber dass wir halt da noch keinen Kleber angeben. Der Jonas wird jetzt anfangen einzukleben. Ihr könnt das natürlich auf 2 Arten machen. Entweder klebt ihr die Platte ein von hinten und backt das dann ran. Weil wir hier aber die Anschlüsse haben und es ein bisschen einfacher ist, wird er den Kleber auf die Wand auftragen und dann backen wir die Platte rein. Vom Kleber natürlich schon jetzt nicht so sparsam sein, pumpt da schön ordentlich was rein. Für so eine große Platte, 90 x 260, könnt ihr rechnen so 2 bis 3 Tuben ungefähr. Und ja, ob ihr jetzt Schlangenlinien macht oder ob ihr da einfach so ganz normale Linien runter macht, ist aus meiner Sicht dann euch überlassen. Auf jeden Fall nicht zu dünn, lieber ein bisschen dicker. Vielleicht möchte man es ja doch auch irgendwann mal wieder abhaben. Und dann wäre es halt schon schön, wenn man dann nicht zu viel Kleber dran hat. So, da haben wir den Jonas gesehen, wie er die Kappe abschneidet. Schön vom Körper weg. Ja, immer vom Körper weg, Richtung Finger. Ja, zum Untergrund ist auch wichtig, wir haben jetzt hier Fliesen, die wurden einmal grundiert. Es würde auch gehen, wenn man jetzt das nicht grundiert hätte. Das hält der Kleber auch. Aber was ganz wichtig ist, die Fliesen einmal richtig zu reinigen, dass die richtig grundgereinigt sind und schön sauber sind. Aber hier mit Grundierung ist das jetzt aber auch kein Nachteil. Bezüglich Abdichtung, da ist das halt auch so, dass ihr schauen müsst, hier sind halt Fliesen drauf, hier wurde auch schon seit 40 Jahren geduscht. Man geht auch hier davon aus, es ist abgedichtet. Und deswegen hat man jetzt hier auch nicht nochmal extra abgedichtet. Trotzdem müssen wir euch natürlich sagen, ihr müsst euch sicher gehen. Gerade wenn mal irgendwas ist und da ist ein Wasserschaden oder ähnliches, was auch immer passieren mag, dann wird eventuell eine Versicherung vielleicht danach fragen, halt, ob der Untergrund abgedichtet war. Und wenn ihr dann das nicht wisst oder nicht gemacht habt oder dann später rauskommt, es ist nicht abgedichtet, dann könnt ihr da Probleme haben. Deswegen bei diesen Strongwall-Platten wenigstens mit unserer Mapegum Flüssigabdichtung einmal vernünftig abdichten. Findet ihr aber auch bei uns im Shop. Könnt ihr einfach mal gucken nach Mapegum. Kleber nehmen wir unseren Hesokohl MS60. Auch alles bei uns im Shop. Genau, auch da um diese Öffnung schön einmal drum, dass auch wenn da mal irgendwie Wasser reinkommen sollte, dass das natürlich auch da schön dicht ist nachher. Ne? Kann man auch nachher das Loch nochmal versiegeln mit Silikon, wenn man möchte. Aber am besten gleich Kleber mit angeben und dann habt ihr das Problem gar nicht. Jonas hat jetzt Kleber aufgetragen, war hier sehr, sehr großzügig. Ist jetzt nicht zum Nachteil, überhaupt nicht. Ihr könnt aber auch ruhig 1, 2 Linien weniger machen. Wenn ihr dann 4 bis 5 Linien macht, dann reicht das eigentlich in der Regel. Jetzt werden wir die Platte dran machen. Und jetzt ist halt ganz hilfreich, dass ihr das auch gleichmäßig angedrückt kriegt und nicht so ein Wellenmuster reinbekommt. Dass ihr das schön mit einer Wasserwaage oder mit einer Holzlatte oder ähnliches richtig schön gleichmäßig andrücken. Ne? Und mit Power, weil der Kleber, der ist relativ zäh.
den kriegt ihr nicht einfach mal eben so zusammengedrückt. Ne? Deswegen richtig schön mit Schmackes dagegen drücken. Ganz wichtig ist auch diese Kante jetzt, Jonas. Hier musst du jetzt gleich auch schön gerade das randrücken. Das ist ganz, ganz wichtig. Guck mal, du siehst das auch, wenn du jetzt die Wasserwaage da entlang guckst, wie schief das da teilweise ist. Guck mal, auch ganz unten. Also es darf keine Beule haben, so. Genau, das sieht sehr gut aus. Schön, das war Platte Nummer 1. Jetzt werden wir die zuschneiden, Kleber angeben, ranbacken, fertig. Ja, und dann wäre theoretisch eine Dusche ja schon fertig. Also das kriegt man locker an einem Tag, kriegt ihr eure Dusche mit unserer Strongwall einfach mal eben so renoviert und erneuert. Das ist schon ganz cool. Geht schnell, ist einfach und sieht nachher auch richtig gut aus. Hörschutz. Ja. Da ganz rechts, da siehst du ja eigentlich auch, da hast du schon Luft. Ne? Das heißt, wir bleiben da wieder auf 0 und wir schneiden den so ein bisschen schräg oben weg. Das heißt, hier machen wir auf 5 mm und da machen wir auf 0. Und dann gehen wir so schräg da runter. Fling. Oh nee, ne? Ja, die Platte oder die Wand ist noch so ein kleines bisschen kruckelig. Deswegen werden wir das noch mal ein bisschen nachschneiden und unten die Schräge noch mal anpassen. Aber dann sieht es auch gut aus und dann können wir die auch ankleben. Aber sowas von genau. Träumschke. Bababoom. Richtig gut. Richtig, richtig gut. So, festkleben, weitermachen. Mit welch einer Weichheit, Sanftheit, der da reinschwebt. Ja, das muss gleich noch andrücken hier. Ja. Richtig schön mit Power, mein Freund, aber kein Fahren lassen. Ein bisschen zu weit drin, aber gut. Ja. Ja, Chef, wir arbeiten. So, haben jetzt die beiden Duschplatten drin. Jetzt werden wir erstmal weitergehen. Wir werden hier mit den kleinen Platten einen Kreuzverband machen. Das heißt, so wie die Fliese jetzt hier auch ist, ne? Eine Kreuzfuge. Und normalerweise würde ich es so machen, dass ich oben eine ganze Platte habe und unten dann schnibbeln würde. Je nachdem, was denn dabei rumkommt. Jetzt ist es hier aber so, dass wir bei 1,17 sind. Die Platten sind 40. Das heißt, wir kommen so gut wie hin. Deswegen würde ich es jetzt hier auch machen, dass wir von unten einfach starten. Und dann werden wir oben die Platte nachher um 2-3 cm kürzen. Das fällt dann kaum auf. Aber dann können wir ganz in Ruhe die letzte Reihe machen, Schiene draufdrücken und so weiter. Ne? Aber müsst ihr bei euch gucken, wenn bei euch nachher nur so ein Drittelstück oder so überbleibt, ja, dann würde ich das aus ästhetischen Gründen für mich halt dann lieber nach unten machen. Ne? Hier ist es jetzt egal. Das ist die Mini-Version von unserer Medica. Hier haben wir natürlich schön fein sauber, hat der Jonas darauf geachtet, dass er hier die richtige Seite nimmt, also die Nut-Seite der großen Platten. Das heißt, die Federseite können wir jetzt hier auch schön reindrücken. Dann sieht das ganz toll aus. Ja, wir haben auch noch andere Dekore. Müsst ihr mal gucken bei uns im Shop. Da habt ihr, ich glaube, weiß und andere Betonfarben und so Sandsteinmäßig und Marmoroptik, schwarz-weiß. Müsste da eigentlich irgendwie alles drin sein. Guckt einfach mal vorbei. Ja, jetzt werden wir erstmal hier die Seite bis hierhin zumachen. 2,8. Nicht zu viel Luft, nur ein bisschen. Und das hier auf jeden Fall mit wegschneiden. Genau, wir müssen jetzt hier dieses kleine Stück hier raussägen. Das machen wir ganz einfach mit der Stichsäge. Schneid von unten.
So, jetzt brauchst du vielleicht so ein paar kleine Keile, dass wir so ein bisschen, so einen Millimeter oder so hochkommen. Da können wir auch noch einen reinstecken vielleicht, eventuell, wenn das denn gerade ist. Ja, also die Fuge sieht gut aus links. Ja, perfekto. Guck, dann machen wir das so. Jonas hat jetzt schon soweit zugeschnitten, hat auch schon hier das letzte Stück hier passgenau zugeschnitten. Entschuldigung. Jetzt geht es hier ans Kleben. Das heißt, wir machen ja hier eine Kreuzfuge. Die letzte müssen wir ein bisschen schneiden von der Länge. Die ist schon zugeschnitten. Trotzdem müssen wir da ja noch ein bisschen kürzen. Wir werden jetzt erstmal hier nur 2 Platten nebeneinander und dann die beiden da drüber schon mal machen. So, eine wichtige Sache noch, wenn es im Duschbereich ist. Außerhalb der Dusche braucht ihr das nicht. Aber hier sind wir nachher noch innerhalb der Dusche, weil die Duschwand wird nachher irgendwo hier hochlaufen. So, das heißt, das ist noch in der Dusche, diese Fuge. Und hier ist es wichtig, grundsätzlich bei unserer Strongwall, dass ihr in der Verbindung Kleber angebt. Schmiert den Kleber hier aber nicht da rein, sondern ihr habt hier hinten extra so eine kleine Nut, die ist da so ganz leicht reingefräst. Hier wird der Kleber angegeben. Könnt ihr mit dem Montagekleber einfach darauf. Und dadurch, dass dann von hinten hier der Kleber auch in der Verbindung so ein bisschen reindrückt, ist die halt nachher dadurch wasserdicht. Ne? Das müsst ihr unbedingt beachten in der Dusche. Alle Verbindungen verkleben, sonst geht das Wasser da rein, läuft euch hinter die Strongwall und dann ja, könnt ihr das Ding nochmal neu machen. Ne? Achtet darauf. Hier guckt er aber noch zu hoch. Da. Ja, so ist gut. Ja, wir werden das hier so machen, dass wir erstmal diese Seite gleich bekleben. Zugeschnitten haben wir schon. Und das halt erst später machen. Jetzt ist aber ja die Herausforderung, wir wollen ja, dass diese Fuge hier nachher, die wird ja hier weiterlaufen und muss hier dann ja auch genau auf die Höhe ankommen, weil wir das erst später machen. Und das heißt, wir werden es hier mit einem Laser lösen. Genau. Schöne Engelsdose. Zack, zack. Haben es natürlich schon so ein bisschen uns gerade hingestellt. Hier sieht man das ganz gut. Wir haben uns jetzt genau auf diese Fuge hier ausgerichtet. Und man sieht jetzt auch schon, wenn wir es einfach so jetzt hier raufkleben würden, wir würden viel zu hoch kommen. Wir wollen die Fuge ja jetzt hier genau auf dem Grün haben. Das heißt, die 7-8 mm müssen wir jetzt hier nochmal unten wegnehmen, damit wir nachher in Waage schön gerade sind. Man könnte natürlich auch sagen, ja, dann mach doch diese, was hier nachher rankommt, so ein bisschen so schräg. So, keine Ahnung, wenn er zu Lust hat, kann das natürlich auch so machen. Gerade bei Fugen, da sieht man das meistens, wenn es dann so ein bisschen schräg angeklebt wurde oder sowas. Deswegen, wir bleiben hier lieber in Waage. Dann haben wir es vernünftig. Müsst ihr so ein bisschen schauen bei euch, wie ihr das bei euch lösen wollt. Aber wir werden jetzt hier unten noch ein bisschen was nachschneiden und dann geht's weiter. Okay. Ja, für heute war es das erstmal. Haben auch richtig gut was geschafft. Die ganze Ecke hier soweit, die große Dusche hier schon, die Wand sieht man ja schon so ein bisschen. Wir werden hier morgen noch so ein paar Restarbeiten machen, hier oben die Schienen noch draufsetzen. Und ja, Kaffee ist sowieso leer, deswegen denke ich, war es das erstmal. Bis morgen. Ja, der nächste Tag ist angebrochen. Wir sind wieder auf der Baustelle und ja, werden jetzt hier noch die Ecke gleich eben machen. Sehr interessant wird auch gleich hier das mit der Toilette, wo wieder die ganzen Löcher sind, oben der Drückerknopf und so. Ja, und dann eigentlich nur noch Schienen und dann sind wir auch schon fertig. Ne?
Seid gespannt. Weiter geht's. Hier hat Jonas jetzt nicht aufgepasst, er hat den Kleber zu hoch geschoben. Macht aber überhaupt nichts. Aber wir müssen jetzt halt die Schiene schon mal zuschneiden, diese Abdeckschiene hier, dass wir sie schon gleich halt oben drauf drücken können, bevor der Kleber hart wird. Denn wenn der erstmal hart ist, dann ist richtig Geburtstag, ne? Weil dann die Schiene da rein zu prügeln und reinzukriegen, das ist echt doof. Deswegen denkt dran, entweder den Kleber nur bis hierhin ungefähr angeben, damit das noch frei bleibt und ihr die Schiene nachher von oben drauf drücken könnt. Oder wenn ihr eure Kollegen ärgern wollt oder Ehefrau, irgendwelche anderen Leute, dann macht den Kleber ruhig schön bis oben hin, damit der Probleme hat mit der Schiene dann. Ne? Deswegen, jetzt machen wir sie schnell rauf, bevor der Kleber hart wird. Ja, hier am Ende werden wir das schön auf 45 Grad schneiden, dass es nachher auch eine saubere Kante ist. Das machen wir dann aber gleich mit der Kappsäge. Bei Metall, wenn das mal sich verheddert oder sowas, dann knallt das richtig, das ballert richtig. Ja. Deswegen möglichst versuchen, den Anschlag immer nah bis zum Sägeblatt, so weit wie es geht, bis zum Sägeblatt zu machen. Du musst ja gar nicht auf einen Millimeter achten, ich halte das da hinten gleich. Wenn das knallt, einfach nicht erschrecken. Das ist leicht gesagt. Das heißt, beim Sägen damit rechnen, es könnte knallen, es könnte knallen, es könnte knallen. Dass du dich nicht erschreckst, wenn es dann knallt, weißt du? Das macht nichts, das passiert nichts. Es knallt halt einfach nur. Da einfach nur nicht erschrecken. Nicht weiter drücken, einfach nur die Säge loslassen und fertig. So, und jetzt brauchen wir... Jetzt brauchen wir 666. 66,6. Könnte vielleicht hingehauen haben, ja. So einmal so, als wenn du so ziehst, so, weißt du, so. So, jetzt gehen wir hier noch rüber und verkleiden den Spülkasten. 23,5, 34,5. Und dann 34,5. Genau. 14,5 und 26. So, jetzt kleben wir hier noch die restlichen Schienen auf und dann war es das auch schon fast. Auch nicht zu dick kleben, sonst quillt das dann nachher ein bisschen zu doll raus. Das soll ja letztendlich auch nur die Schiene irgendwo halten, ne? Mehr wollen wir ja gar nicht. Das ist auch kein tragendes Element oder so. Möglichst versuchen, so ein bisschen hinten so in die Ecke rein, dass das hier nicht vorne dann so doll rausquillt.
Mal klopfen. Ja, das war es dann auch schon mit diesem Video. Wir sind jetzt hier extra noch mal eben hergekommen. Ihr seht, das Haus ist schon so ein bisschen eingerichtet. Wir haben hier diese kleine Ablage noch mal fertig gemacht. Das könnt ihr auch bei uns bestellen. Das wisst ihr wahrscheinlich, ne, dass man so Vinyl bei uns knicken kann. Gar kein Problem. Auch natürlich nicht nur Stufen, sondern auch Fensterbänke oder halt auch solche kleinen Ablagen. Ne? Guckt da mal bei uns nach im Shop. Seht ihr unter Treppenstufen. Ich glaube, wenn ihr jetzt oben in die Suche eingebt, dann seht ihr das schon. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, sieht wirklich gut aus. Ich war von dem Dekor nicht immer so überzeugt, aber mittlerweile muss ich sagen, ist echt schick. Das ist das Medica von uns, Strongwell Medica. Sieht richtig gut aus. Hier auch die kleinen Platten und in der Dusche die großen Platten. Und ja, muss ich sagen, ist schön. Danke fürs Zuschauen. Denkt dran, WhatsApp-Service bei uns benutzen, wenn ihr Fragen habt. Egal, wir planen auch mit euch eure Baustelle. Einfach mal anschreiben. Ansonsten Muster bestellen, Projekt planen und dann auf geht's. Bis dann. Ciao.